Das wird schon wieder so eine lange Folge, das guckt sich keiner mehr an. Herzlich willkommen zu den IT-Trends. Diese Woche mit ganz besonders spannenden Themen, wie zum Beispiel Frack-Attacks. Alle Wi-Fi-Geräte der letzten 24 Jahre sind angreifbar. Außerdem 5-mal Cyberwar und gleichzeitig haben wir noch Chips, die plötzlich auch Gedanken lesen können. Hört sich noch nicht spannend genug an, dann habe ich zum Beispiel auch noch das irische und das amerikanische oder US-Healthcare-System, also das Gesundheitswesen, die angegriffen wurden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wie immer starten wir natürlich mit den Hacking-News. Und hier stellt ihr mir tatsächlich eine Frage sehr, sehr häufig. Und zwar, Cedric, kann man eigentlich PDF-Dateien im Internet oder aus dem Internet gefahrenlos öffnen? Und die Antwort lautet ganz klar, nein. Denn Adobe hat jetzt 10 Patches veröffentlicht, 10 Sicherheitspatches, die alleine den Adobe Reader bzw. den Acrobat Reader als Ziel haben. Das bedeutet, es gab davor 10 Schwachstellen drin und wenn man die alle miteinander dann zusammen ausgenutzt hatte, also da war sowas wie Arbitrary Code Execution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal dabei, ja, man konnte beliebigen Code 7 Mal auf 7 verschiedene Arten ausführen. Wenn man die alle miteinander kombiniert hat, hatte man eigentlich eine sehr, sehr einfache Strategie, von einer PDF-Datei auf euren Rechner zu kommen. Und das bedeutet, ganz, ganz dringend updaten, aber es sind nicht nur die Reader-Produkte betroffen, die PDF-Dateien öffnen, sondern alle anderen Adobe-Dateien oder Anwendungen eigentlich auch. Das heißt, bitte, falls ihr diese Produkte benutzt, patcht einmal alles durch. Auch die kostenlose Version des Readers ist natürlich betroffen von dieser ganzen Schwachstellengeschichte. Und ja, generell alles, was ihr aus dem Internet öffnet, seid damit vorsichtig. Ich bezweifle, dass da keine Schwachstelle mehr gefunden wird im Reader oder im Acrobat Reader oder wie auch immer. Und deswegen, ja, vorsichtig sein, wenn ihr es nicht aus einer vertrauenswürdigen Quelle habt, am besten gar nichts mehr öffnen. Das zweite, was ihr ganz dringend patchen solltet, ist Windows. Und zwar sowohl die letzte Version von Windows 10 als auch die neueste Version des Windows Server. Ältere Versionen von Windows Server sind nicht betroffen, aber die neuesten auf jeden Fall auch. Das ist eine ziemlich schlimme Schwachstelle, die hier tatsächlich gefunden wurde, denn sie hat einen Score von 9,8. Das Maximum ist 10. Ihr könnt euch vorstellen, wie krass das Ding war. Und zwar, was ist passiert? Also, wir haben zunächst einmal eine Schwachstelle in http.sys. Das bedeutet, einer Kernkomponente in eurem Betriebssystem in Windows drin. Und dort drüber läuft der ganze Netzwerk-Traffic. Wenn jetzt ein Angreifer, also irgendein Hacker von draußen, den richtigen Code sozusagen oder die richtigen Pakete in das System reinschickt, dann kann der beliebigen Code ausführen, ohne jemals mit dem Rechner in Berührung gekommen zu sein. Jetzt, was genau heißt das? Nun, im Endeffekt, nehmen wir mal an, ihr habt einen PC, der nach außen hin öffentlich ist. Ja? Dann hat ein Angreifer die Möglichkeit, einfach so durch die richtige Wahl der Pakete, also einfach irgendwas, was er selber bestimmen kann, euren Rechner komplett zu übernehmen. Der darf danach alles drauf ausführen, sogar mit Administratorrechten. Das ist ziemlich, ziemlich böse. Wird aber wahrscheinlich die wenigsten von euch direkt betreffen. Also ihr braucht jetzt nicht in Panik zu verfallen, das ist höchstwahrscheinlich nicht passiert. Und das hat mehrere Gründe. Erstens, die Lücke, also die Schwachstelle, wurde intern von Microsoft-Mitarbeitern gefunden und dann direkt repariert. Das zweite ist, eure PCs sind nicht direkt mit dem Internet verbunden. Das bedeutet, selbst wenn jemand versucht, bei euch diese Lücke auszuführen, ihr habt einen Router dazwischen und der läuft normalerweise nicht auf Windows-Basis, sondern eigentlich auf einer Linux-Basis. Und das bedeutet, eure Rechner sind nicht direkt im Internet verfügbar, sondern da ist eben noch dieser Router dazwischen, der euch beschützt. Für Windows Server sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das heißt, wenn jemand die neueste Version von Windows Server tatsächlich benutzt, dann kann es hier tatsächlich dazu kommen, dass jemand einfach diesen Server komplett übernehmen kann. Das heißt, falls ihr solch einen Server betreibt, würde ich euch bitten, einmal ganz, ganz genau zu untersuchen, was da in den Logs passiert ist. Aber warum ihr es trotzdem reparieren solltet, und zwar so schnell wie möglich, ist Folgendes. Nehmen wir an, irgendjemand bei euch in eurem Netzwerk, eure Mutter, euer Vater, eure Kinder, wer auch immer, oder vielleicht auch bei der Arbeit irgendjemand, hat einen Virus auf seinem System und dieser Virus nutzt diese Schwachstelle aus. Dann seid ihr im selben Netzwerk mit diesem infizierten Rechner und der infizierte Rechner, der kann dann eure Rechner übernehmen. Und dadurch hat man ein wurmartiges Verhalten, was direkt zu Administratorrechten führt und ja, das ist definitiv eine der schlimmsten Schwachstellen, die man sich so vorstellen kann. Es verbreitet sich ohne irgendwie Halt zu machen und gleichzeitig hat man ziemlich böse Auswirkungen.
Okay, das heißt, patchen bitte. Eine weitere Sache, die jetzt nicht unbedingt euer Handeln erfordert, ist allerdings trotzdem in meinen Augen sehr, sehr kritisch. Und zwar gab es einen Server-Bug bei Eufy. Was zur Hölle ist ein Server-Bug und was ist Eufy? Eufy ist ein Hersteller von Sicherheitskameras. Jetzt wird es ein bisschen interessanter und der Bug sah Folgendes vor. Und zwar, normalerweise sollte man ja nur das Videomaterial seiner eigenen Kamera sehen. Der Server-Bug bei Eufy hat tatsächlich dazu geführt, dass man alle Kameras sehen konnte. Da sehen wir schon einen grandiosen Problempunkt, den ich meiner Meinung nach finde. Und zwar, die Sicherheitskameras, die nehmen ja Sachen auf. Ja? Die hängen einfach draußen bei euch an der Straße. Und naja, klar, natürlich ist es furchtbar, wenn ihr alle anderen Kameras sehen könnt. Da das aber nur ein Glitch im Server war, bedeutet das für mich tatsächlich, dass die Kameras alle ihr normales Bildmaterial direkt an den Server von Eufy einfach schicken. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, übrigens, sorry. Und dort wird dann jeweils zugeordnet, dass man eben auf den richtigen Geräten eben das richtige Videomaterial sehen kann. Das bedeutet, jeder, der bei Eufy irgendwie auf den Servern Zugriff hat, kann eigentlich alle Videomateriale sehen. Und das bedeutet, wenn man einfach draußen vorbeiläuft, bei irgendjemandem, der so eine Kamera hat, dann wird man unweigerlich direkt an die Server von Eufy übertragen. Das finde ich nicht ganz okay, denn ich habe den Datenschutzrichtlinien von denen definitiv nicht zugestimmt. Und die haben dann trotzdem mein Gesicht, nicht ganz fair. Zudem kommt natürlich auch noch dazu, dass wenn diese Eufy-Sachen jetzt mal gehackt werden, dass dann natürlich einfach jeder Hacker auch Zugriff auf das Bildmaterial hätte und ja, dann bräuchte es gar nicht mehr so einen Server-Glitch, denn die haben das ja offensichtlich unverschlüsselt dort rumfahren, ansonsten könnten sie es nicht einfach an jeden weiter verteilen. Was ihr dazu meint, dürft ihr mir gerne sagen, aber ich muss sagen, Sicherheitskameras sind eigentlich selten eine gute Option, wenn man an die Unsicherheit der Sicherheitskameras denkt im Cybersecurity-Sinn. Auch die TU Berlin ist nicht verschont geblieben von Hackerangriffen. Und hier sehen wir das krasse Ausmaß, das sowas annehmen kann bei so einem großen Netzwerk wie dem einer Universität. Und ja, Uninetzwerke sind gigantisch groß, okay? Und das liegt vor allem daran, dass sie einfach so viele verschiedene Services hosten müssen. Sie brauchen VPN, sie brauchen für jeden Lehrstuhl seine eigene Webseite, vielleicht noch einige Dienste und so weiter und so fort. Das ist ein Riesending. Und tatsächlich ist jetzt hier seit dem 30. April einiges im Shutdown. Und das bedeutet erstmal, es sind natürlich, also die Lücke war erstmal irgendwo in Windows drin, denn was ich weiß, also man weiß natürlich nicht viel, aber was ich weiß ist, dass das Windows Active Directory betroffen wurde und dort sind quasi die User auch alle verwaltet. Das ist natürlich ein ziemliches Problem, denn da drin stehen auch die Usernamen und Passwörter der sowohl Mitarbeiter als auch Studierenden und die können sich dann eventuell erstmal nicht mehr einloggen, weil sie das Active Directory natürlich runterfahren mussten. Und jetzt im Nachgang werden wahrscheinlich einige Passwörter geändert werden müssen oder am besten eigentlich alle, denn man möchte ja auch, dass die Angreifer nicht den Zugriff bekommen auf das Unisystem von den Studierenden. Das wäre natürlich noch schlimmer. Zudem muss man dann natürlich auch den VPN runterfahren, man muss das Portal runterfahren und so weiter und so fort. Und das in Zeiten von Corona und teilweise Homeschooling. Ich weiß nicht, wie es auf der TU Berlin aussieht, aber da ist das schon echt sehr, sehr böse. Ich hoffe, dass das bald wieder funktioniert. Als nächstes kommen wir zu etwas, was wahrscheinlich die Entwickler unter euch ein bisschen beeindrucken dürfte. Denn tatsächlich ist PyPy, also die Paketverwaltung von Python, geflutet worden mit bösartigen, in Anführungsstrichen, Paketen. Darunter sind vor allem, aber nicht nur, also teilweise sind ein paar Viren dabei, aber vor allem sind es eigentlich Pakete, die irgendwie im Namen haben, ey, guck dir diesen Film auf einer Plattform an und diese Plattform ist natürlich nicht ganz so legal. Das heißt quasi Werbung für eine semi- bis illegale Plattform. Das ist was relativ Neues und führt natürlich aber teilweise dazu, dass also dadurch, dass PyPy, die Paketverwaltung von Python, von einer legitimen Programmiersprache, sehr weit oben in Google ist und wenn man dann nach etwas sucht, wie zum Beispiel einem Film und man möchte den angucken, dann landet man relativ schnell bei PyPy und das ist relativ weit oben in den Google-Suchergebnissen und dann landet man natürlich darüber wieder vielleicht auf der Plattform, wo man diesen Film auch gucken kann. Das ist eine ziemlich clevere Marketingstrategie und ich hoffe,
PayPal weiß, was sie hier tun, damit sie das irgendwie unterbunden bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt PayPal hergehen wird, weil es gab schon mal so einen Angriff, dazu gleich mehr, dass sie sagen, man darf nur noch Pakete hochladen, die wirklich auch verifiziert wurden und dass die auch wirklich in Ordnung sind. Denn, wie gesagt, es gab schon mal falsche, also quasi gefakte Discord etc. Pakete, die einfach so taten, als wären sie von Discord, aber sie waren eigentlich nicht von denen und waren im Endeffekt nur eine große Sammlung von Viren und damit natürlich haben sie sehr, sehr viele Entwickler auch gefährdet, beziehungsweise teilweise auch infiziert. Und ja, es ist nicht ohne das Ganze, aber ich hoffe, man kriegt das einigermaßen in den Griff. Seit Beginn der Pandemie ist das Gesundheitswesen eines der beliebtesten Ziele geworden, die man sich als Hacker nur so vorstellen kann. Denn ja, es ist tatsächlich ein großes Problem, dass das Gesundheitswesen einfach nicht so gut ausgestattet ist, wie es sein müsste, gerade was IT-Security angeht. Und das macht es natürlich zu einem wichtigen Punkt, den eigentlich niemand down haben möchte, der immer verfügbar sein muss, B aber auch zu einem attraktiven Ziel, weil so viele vernetzte Geräte auf einem Haufen sind und eins davon wird schon mal eine Schwachstelle haben. Und das hat jetzt auch tatsächlich Irland zu spüren bekommen, denn dort hat das Gesundheitsministerium die Ransomware Conti abbekommen. Die wird der russischen Gruppe Wizard Spider zugeordnet und macht im Endeffekt das, was jede Ransomware macht. Sie verschlüsselt die Dateien und dann erpresst sie das jeweilige Opfer. Das ist sehr, sehr gefährlich und ja, Irland hat jetzt tatsächlich gesagt, wir zahlen nicht. Wir fahren alles runter im Gesundheitswesen, die Hotline ist weiter erreichbar, aber wir backuppen sozusagen alles wieder drauf und versuchen dann wieder unseren Server einigermaßen lauffähig zu haben. Das ist tatsächlich ein Rieseneck natürlich, weil solche Serverstrukturen auch eine Weile brauchen, bis sie wieder da sind. Und währenddessen kann das Gesundheitswesen nicht weiterhin so flexibel agieren und nicht mehr komplett da sein. Aber es wird trotzdem weiterhin geimpft und alles läuft weiter, ohne irgendwie groß Probleme zu haben, was ein gutes Zeichen ist. Auch das FBI warnt vor genau dieser Ransomware mit genau dieser Gruppe, also Conti, die Ransomware, von der Gruppe namens Wizard Spider, die eben Russland zugeordnet wird. Und also nicht unbedingt russischen Behörden, versteht mich da nicht falsch, sondern irgendwo halt in Russland stationiert ist sozusagen. Und man weiß tatsächlich nicht so ganz genau, wie sie eigentlich auf diese Systeme draufgekommen sind. In den USA wurden auch schon 16 Gesundheitsbehörden bzw. auch Krankenhäuser etc. als Ziel gewählt von eben genau dieser Ransomware. Und man weiß nicht, wie sie das eigentlich machen. Das ist das Gefährlichste und das Beängstigendste daran, denn man weiß nicht, wie sie reingekommen sind. Man weiß nicht, wie man es reparieren kann, damit das nicht mehr passiert. Und das macht so einen Angreifer ganz besonders gefährlich. Ja, was ihr dazu meint, dürft ihr mir natürlich wie immer unten in die Kommentare schreiben. Und damit kommen wir zum Hack der Woche. Diese Woche mit wirklich was Gravierendem, und zwar den sogenannten Frag Attacks. Die Frag Attacks bezeichnet eine Sammlung aus Schwachstellen gegenüber Wi-Fi. Also nicht gegenüber einem speziellen Gerät oder einem Teil von Geräten, sondern allen. Also jedes Gerät, das irgendwie was mit WLAN zu tun hat, ist potenziell angreifbar. Das sind viele, könnt ihr euch denken. Und ja, genau das ist auch das, was passiert ist. Wir haben eine Schwachstellenkollektion, die quasi alles kann. Es gibt wahnsinnig verschiedene Sachen. Es gibt Sachen von wegen einfach nur intelligente Lichtschalter bzw. Steckdosen an- oder ausschalten. Kann passieren. Da ist jetzt teilweise vielleicht noch nicht so Schlimmes dran, aber stellt euch vor, ihr habt so eine intelligente Steckdose an zum Beispiel dem Kühlschrank oder an dem Futternapf von eurem Haustier. Das ist schon vielleicht nicht ganz so nett, wenn dann plötzlich das Haustier verhungert ist, weil ein Angreifer gemeint hat, er macht jetzt diese Steckdose da aus. Was aber viel schlimmer ist, ist folgende Situation. Ich habe euch doch vorhin von einem Warmable Remote Code Execution Exploit erzählt. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, das war im Endeffekt ein Wurm, ja, eine Schwachstelle in Windows drin, die sozusagen dazu geführt hat, dass man von seinem System aus andere im selben Netzwerk angreifen könnte. Also das heißt, ein Angreifer, der in euer Netzwerk reinkommt, kann euer System, euer Windows-System einfach übernehmen. Okay, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, dann war die letzte Absicherung dagegen, dass wenig Windows-Geräte tatsächlich direkt im Internet hängen, sondern da ist eben der Router noch dazwischen, der das Ganze abhält.
So, und genau hier setzen jetzt die Frag-Attacks an. Man kann nämlich den Router dazu bringen, indem man einzelne speziell so gemachte Pakete baut, dass man noch einzelne weitere Pakete, TCP-Pakete, unterjubeln kann. Also die da eigentlich nicht reingehören. Und diese Pakete sind dann so geschrieben, also genauso wirklich handgemacht sozusagen, dass sie den Rechner direkt ansprechen können, egal ob der Router den Zugriff auf den Rechner möchte und erlaubt oder nicht. Das bedeutet, übersetzt jetzt nochmal, man kann an eurem Router einfach so vorbeigehen und den Rechner direkt ansprechen, auch mit so einem Wurm. Das bedeutet, wenn ihr diese Schwachstelle auf eurem Windows-System nicht repariert habt und ihr habt diese Schwachstelle im Router noch, dann kann irgendein Angreifer, der einfach nur an eurem Haus vorbeifährt, man muss dazu in der Reichweite des Wi-Fi sein, das ist zumindest mal eine Erleichterung, sage ich mal, aber Wi-Fi hat jetzt eine relativ hohe Reichweite mittlerweile, aber man muss immerhin in der Nähe sein. Das bedeutet, irgendjemand, der an eurem Haus vorbeifährt, kann diese Schwachstelle ausnutzen und euren PC direkt mit Administratorkenntnissen infizieren. Das bedeutet, er kann alles ausführen. Er kann Kryptowährungen meinen, er kann euch ausspionieren, Screenshots machen und einfach mitlesen, was ihr da gerade am Tippen seid. Das ist ziemlich gravierend. Und das ist auch nur eine von vielen Möglichkeiten. Es bezieht sich wirklich auf alles, was man mit Wi-Fi machen kann. Das kann man da quasi sich so vorstellen. Deswegen bitte ich euch nochmals, alle Geräte abzudaten, die ihr irgendwie habt. Wenn ihr Smart Home Geräte habt, dann schaut danach, ob ihr die irgendwie reparieren könnt, ob ihr da irgendwie Updates machen könnt. Und wenn sie keine Updates unterstützen, dann schickt sie zurück. Das ist eigentlich das Einzige, was man da sagen kann. Und ja, das ist so eine große Schwachstelle hier. Was soll ich da noch groß sagen? Die geht mehrere Jahrzehnte zurück. Also ich meine, seit 1997 existieren diese Schwachstellen. Was da in der Zeit passiert ist, weiß man nicht so wirklich genau. Man kann da eigentlich von zumindest mal irgendwem ausgehen, der die mal gefunden hat und dann halt auch ausgenutzt hat. Aber ja, wir wissen es nicht. Und weiter geht's natürlich mit unseren Cyberwar News im Mai. Und das bedeutet, ja, wir wollen uns angucken, wie die Staaten wieder gehackt haben. Anfangen wollen wir mit Nikon, einer Gruppe von Hackern, die auch wieder staatlich finanziert sind, so zumindest die Quelle, die ich unten verlinkt habe. Und es geht hier scheinbar um das südchinesische Meer, beziehungsweise die Staaten, die daran angrenzen. Nikon hat scheinbar in den letzten Jahren, beziehungsweise Jahrzehnten sogar, dort immer mal wieder die Industrie, also die größeren, wichtigeren Industriepartner und die Staaten selber, also die Regierungen, ausspioniert mit einigen, Trojanern und so weiter und so fort. Nikon hat jetzt hier tatsächlich angefangen, eine neue Strategie auszuführen, und zwar: Sie wollen eine bestehende Schwachstelle namens Rainy Day, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, ausnutzen, um tatsächlich eine neue Schwachstelle oder einen neuen Trojaner sozusagen auf dem System zu installieren. Dieser Trojaner ist sozusagen wieder mal ein Alleskönner, ja. Man merkt ihn eigentlich relativ wenig, man installiert ihn, wenn man den PC neu startet, ist er immer noch da, oder den Server ist er immer noch da, weil er sich eben in die Registry reinfrisst. Das betrifft übrigens hier in diesem Fall nur Windows-Systeme und so weiter und so fort. Und mitgelesen wird im Endeffekt alles. Man kann es nicht so spezifisch sagen, man weiß auch nicht genau, was sie eigentlich genau erreichen wollen, aber es ist eben eine weitere Malware, die Daten absammelt. Auch gegen das russische Verteidigungssystem gehen chinesische Hacker vor. Sie nutzen eine Malware, die nennt sich PortDoor und soll besonders stealth sein, das heißt möglichst nicht erkannt werden. Das heißt, kein statischer Analyzer kann diese Datei finden, sie migriert ständig von einem Prozess in den nächsten, ist super sneaky, berührt nichts, was sie nicht berühren muss, und hat einige wenige Funktionalitäten, die sie dann auch tatsächlich ausführt. Also nichts mit irgendwie Dateien verschlüsseln und dann hoch irgendwelche anderen Sachen machen. Wir sehen, hier geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Ransomware ist so Hammer und voll drauf, und hier sehen wir, die Malware wird immer so designt, dass man sie möglichst gar nicht bemerkt. Und deswegen ist es auch eigentlich immer mal wieder ein Wunder, dass man die überhaupt bemerkt. Denn es dauert wirklich mehrere Wochen, Monate, Jahre vielleicht sogar, bis sowas bemerkt wird. Funktionen sind zum Beispiel einfach das Mitlesen von Dateien und das still und heimliche Senden, oder aber auch tatsächlich einzelne Dateien zu manipulieren und dort ein gewisses Fragment anzuschreiben oder sogar eine weitere Backdoor zu öffnen.
Und das ist dann natürlich schon gar nicht mehr ganz so stealth, trotzdem wurde sie eben so geschrieben, dass sie möglichst nicht erkannt wird. Allerdings geht man nicht immer so stealth vor wie hier zum Beispiel. In der Vergangenheit gab es auch schon wirklich gezielte Phishing-Angriffe gegen russische wichtige Persönlichkeiten in der Regierung und die wurden von zumindest vermutlich denselben Gruppen eigentlich durchgeführt. Da sind zum einen einmal Tonto-Team und einmal, das muss ich ablesen, sorry, TA428. Das sind Gruppen, die scheinbar dafür bekannt sind, dass sie gegen Russland auch vorgehen und staatlich finanziert sind. Allerdings kann man nicht mit Sicherheit sagen, dass die auch hinter Portdoor stecken. Das könnte auch jemand anders sein. Und ja, man vermutet zwar, dass die beiden Gruppen da hinten dran stecken könnten, aber man ist sich nicht ganz sicher. Generell übrigens, wenn euch die Berichte zu einseitig sind oder sowas, fühlt euch bitte, bitte frei, mir da weitere News zuzuschicken. Vielleicht habe ich einfach nicht alle Quellen und mir fehlen da vielleicht die ein oder anderen Sachen, die, ja, andere Länder da tun. Also gerne, schickt mir Quellen. Auch die nächste News bezieht sich wieder auf China und zwar hat man hier einen iPhone Exploit sozusagen ausgenutzt, bevor er von Apples Seite gepatcht werden konnte. Es handelt sich um Chaos. Das ist der Exploit, der zum Jailbreaken des iPhone X verwendet wurde und hier wurde tatsächlich von chinesischer Hand aus speziell die User als Ziel gewählt, die uigurischer Herkunft sind. Das bedeutet, man hat speziell diese Minderheit verfolgt und über diese Schwachstelle konnte man quasi alles machen. Man hat sozusagen seine Rechte angehoben auf Administrator-Level und konnte darüber dann sehr, sehr gut alles mitlesen. Zum Beispiel natürlich dann auch Nachrichten lesen, man konnte die Passwörter auslesen und man konnte natürlich den Standort in Echtzeit verfolgen. Und ja, wenn das von einem Staat gemacht wird, der eine Gruppe, eine Minderheitengruppe verfolgt ohnehin und dann in Lager steckt und zwangssterilisiert, ich glaube, dann kann man relativ gut nachvollziehen, warum man das oder warum der Staat das da eigentlich getan hat. Alles in allem, Apple hat die Schwachstelle zwar gefixt, aber trotzdem ist es wahrscheinlich schon dem einen oder anderen nicht so gut ergangen und ja, das ist sehr, sehr gefährlich, vor allem wenn man ja irgendeine Nachricht schreibt und sich gegen die chinesische Regierung stellt, dann hat das meistens nicht so gute Auswirkungen dann auf denjenigen. Ja, was ihr dazu meint, dürft ihr mir wie immer gerne, ihr wisst wohin. Und zu guter Letzt im Cyberwar gucken wir uns nochmal was von Nordkorea an, denn Nordkorea braucht Geld. Und ja, das ist kein Geheimnis mittlerweile mehr, aber sie sind natürlich auch darauf bedacht, dass man nicht merkt, dass es nach Nordkorea fließt und deswegen nehmen sie Kryptowährungen. Kryptowährungen sind momentan ziemlich viel wert, ich habe das vielleicht mitgekriegt, ich werde vielleicht auch nachher noch mal ein bisschen was davon berichten, aber es geht hier eher um die Exchanges, das heißt da, wo man quasi Kryptowährungen hin und her handeln kann und dort kann man natürlich dann auch als Angreifer ganz gut reinkommen. Das haben sich eben auch die State-Sponsored, also auch wieder staatlich finanzierte Hackergruppe namens Lazarus gedacht und haben sich sozusagen immer bei den höherrangigen Angestellten über den privaten E-Mail-Account in den PC eingeschlichen. Das heißt, sie haben Spear-Phishing betrieben, also das heißt Phishing, der genau auf diese Menschen gezielt war, haben sie genutzt und haben dann eben darüber Zugriff auf zum Beispiel deren PC bekommen. Darüber sind sie dann über den Passwortmanager dann gekommen und darüber konnten sie dann zum Beispiel teilweise eben die Mehrfaktor-Authentifikation verhindern oder abmachen und dann eben einzelne Hot Wallets, die eben auf dem Exchange sein müssen, damit man immer ein paar Funds hat, eben einiges abziehen. Das haben sie insgesamt bei mehr als, ich glaube, 3 Exchanges gemacht und haben insgesamt 200 Millionen Dollar erbeutet. Also ungefährer Wert. Natürlich, Kryptowährungen, ihr kennt das ganze Prinzip, die sind nicht immer gleich viel wert, aber ungefähr wird geschätzt, dass 200 Millionen Dollar Schaden entstanden sind. Das ist ziemlich viel und ja, auch nicht gerade ungefährlich, das Ganze. Und wo wir schon gerade dabei sind, lasst mich euch ein bisschen was über die aktuellen Kursschwankungen von Kryptowährungen erzählen, denn ja, manche sind ja da eher im Investmentgeschäft tätig, als eher an der Technologie hinten dran, so wie ich da interessiert bin. Okay. Was ist passiert? Also Kryptowährungen sind erstmal extrem runtergegangen, jetzt gehen sie gerade wieder so ein bisschen nach oben und ich kann euch nicht sagen, wie das ausgehen wird, wenn ihr dieses Video schaut. Das ist momentan wirklich eine Sache von Minuten, da ändert sich alles. Aber Folgendes ist passiert. Kryptowährungen haben erstmal einen Aufschwung bekommen durch Elon Musk, weil er gesagt hat, ey, er mag Bitcoin, hat da Milliarden reingesteckt und er möchte jetzt auch Zahlungen bei Tesla mit Bitcoin akzeptieren. Er hat das ein paar Mal getwittert und auch bei Dogecoin ist er übrigens hinten dran.
So, der Punkt ist natürlich, Bitcoin frisst wahnsinnig viel Strom, ungefähr so viel Strom im April zumindest, wie ganz Italien. Und das ist wirklich viel. Das hat er jetzt auch gemerkt und als grüne Firma mit Tesla kann er natürlich da nicht einfach so hinten dran stehen. Dementsprechend hat er jetzt gesagt, ey yo, wir nehmen keine Zahlung mehr an, weil braucht zu viel Strom. So, die Kryptowelt, beziehungsweise eigentlich nur die Leute, die wirklich Investment betreiben, sehen Tweets von Elon Musk immer als Prophetensachen. Ja, es tut mir leid für die Fanboys und Girls da draußen, aber die Leute nehmen teilweise seine Tweets einfach viel zu ernst. Und das bedeutet, der Kurs ist halt einfach mal komplett in den Keller gegangen, weil er halt gesagt hat, nee, er mag das nicht. Aber er hat sich eigentlich nur auf den Stromverbrauch bezogen. Dazu muss man sagen, es gibt auch Kryptowährungen, die gar keinen Strom wirklich fressen. Das wären sogenannte Proof-of-Stake-Währungen. Und die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum, baut gerade ein Proof-of-Stake-Netzwerk draus aus dem Proof-of-Work. Das bedeutet, die brauchen bald eigentlich keinen Strom mehr. Und die drittgrößte Kryptowährung, Cardano, braucht eigentlich auch keinen Strom, weil sie ist auch Proof of Stake. Und dementsprechend, ja, das verstehen leider viele Leute im Investment immer noch nicht so ganz, aber deswegen ist halt der Kurs gefallen. Was danach allerdings passiert ist, war noch ein bisschen härter. Und zwar, China hat gesagt, sie verbieten den kompletten Zahlungserlaubnis oder alles, was mit Kryptowährung irgendwie zu tun hat. Sie haben Banken verboten, damit zu handeln. Sie haben Zahlungsunternehmen verboten, Zahlungen in Bitcoin oder Kryptowährungen zu akzeptieren. Und sie haben sogar teilweise die Miner verfolgt und gesagt, sie müssen abstellen und beschlagnahmt. Und das ist natürlich enorm gewesen, denn nicht wenige Kryptowährungen sind auch aus China und dementsprechend sind die dann halt auch, ja, eigentlich sehr, sehr schlecht dran gerade. Und deswegen sind da halt auch viele rausgegangen und haben gesagt, nee, das ist uns zu heikel. Jetzt gerade erholt sich das Ganze wieder so ein bisschen, weil man vielleicht gemerkt hat, okay, man kann ganz gut eigentlich immer noch mit Kryptowährungen arbeiten, man kann immer noch alles machen, aber wo die Reise hingeht, kann ich euch absolut nicht sagen. Allerdings will ich hier noch kurz zwei Sachen sagen. Und zwar Elon Musk hat auch jetzt gerade vor kurzem, also diese Woche, wieder getweetet, dass er Dogecoin fördern möchte, dass man da bitte mitarbeiten soll und so weiter und so fort. Die Entwickler von Dogecoin haben halt tatsächlich gesagt, er hat diese Währung in 2 Stunden entworfen. Warum Elon Musk sich da so drauf stützt, weiß ich auch nicht, aber es ist gefährlich, also bitte von meiner Seite aus investiert nicht in diese Währung, das könnte ziemlich nach hinten losgehen oder seid euch zumindest bewusst, dass das Geld potenziell einfach weg ist. Das zweite ist folgendes: Elon Musk wird, 2018 war das, um genau zu sein, wurde ihm Kursmanipulation bei Aktien vorgeworfen. Das ist bei, naja, Aktien eben strafbar, wenn man solche Tweets tätigt. Also wenn zum Beispiel Elon Musk jetzt sagt, die Aktie von X ist schlecht, dann fällt der Kurs natürlich nicht gerade wenig nach unten. Und das nennt sich Kursmanipulation, denn er könnte ja einfach hergehen, seine Aktien verkaufen, dann sowas tweeten, dann geht es nach unten, dann könnte er wieder einkaufen und dann wieder irgendwas anderes tweeten, was quasi das genaue Gegenteil davon ist, also quasi wieder nach oben gehen lassen. Deswegen ist sowas strafbar bei Aktien. Und er hatte, wie gesagt, auch 2018 schon ein Verfahren am Hals, genau wegen einem so einen Tweet, soweit ich mich richtig erinnere. Bei Kryptowährungen gibt es sowas nicht. Und hier ist jetzt natürlich die Frage von euch oder von mir an euch: Was meint ihr dazu? Sollte man solche Tweets, die den Kurs von Kryptowährungen abrutschen lassen, eigentlich auch unter Steuermanipulation oder Aktien- oder Kursmanipulation bringen oder eigentlich nicht? Das würde ich mal ganz gerne von euch wissen. Denn im Endeffekt hätte er alle seine Kryptowährungen verkauft, hätte dann sowas getweetet und jetzt kauft er sie wieder alle, dann macht er ja wahnsinnig viel Gewinn dabei, ohne dass er wirklich irgendwas gemacht hat. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Wir bleiben fast so ein bisschen bei Elon Musk und wechseln so in Richtung Neuralink, okay? Ihr wisst, er möchte quasi Chips uns allen ins Gehirn einpflanzen. Allerdings muss man sagen, diese Studie stammt nicht von ihm, sondern ist von jemand anders. Die haben nämlich jemanden, der paralysiert ist, einen Chip ins Gehirn eingesetzt und in diesem oder mit diesem Chip konnte ein Computer lernen, zu verstehen, was er schreiben wollte. Nochmal ganz kurz. Also, das heißt, jemand hat einen Chip im Kopf drin und versucht zu schreiben, quasi handschriftlich irgendwas zu schreiben, okay? Aber dadurch, dass derjenige paralysiert ist, kann er das natürlich nicht. Er denkt also nur daran, wie er etwas schreiben würde. Und das hat ausgereicht, um mit diesem Chip zu lernen, was genau er eigentlich schreiben wollte. Die Genauigkeit war scheinbar ziemlich hoch.
Und er hat tatsächlich 115 Buchstaben pro Minute geschrieben bekommen. Das ist deutlich mehr als das, was ich hinbekomme, wenn ich mit meiner Hand schreibe. Ich finde das sehr, sehr faszinierend und sehr spannend und man geht jetzt davon aus, dass natürlich noch sehr viel mehr in diese Brain-Computer-Interface-Richtung geforscht wird. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das birgt ein gigantisches Risiko, gerade wenn man den anderen Weg bedenkt. Das heißt, von Chip in Gehirn. Da kann natürlich ein Mensch einfach mal so getötet werden, wenn das Ding zu stark überlastet wird. Oder man wird gefügig gemacht oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Da lassen sich genug Sci-Fi-Szenarien zusammenspinnen. Das heißt, man muss das sehr, sehr vorsichtig alles machen. Aber ich glaube, das tun die Forscher hier und ja, man weiß es natürlich nicht. Ich verlinke euch das Paper, wenn ihr es lesen wollt und natürlich in der Beschreibung. Aber lasst uns noch ein kleines bisschen bei den KI-News bleiben und diese Woche habe ich wirklich was Tolles noch für euch. Vor allem für die Leute, die gerne Filme gucken oder auch die Gamer unter euch. Denn Intel hat jetzt eine neue KI geschrieben, die wirklich wahnsinnig gute, realistische Grafiken erzeugt. Und zwar von GTA 5. Das, was ihr hier seht, ist im Endeffekt auf der linken Seite GTA 5 und auf der rechten Seite ein neuronales Netz, das quasi ja, gebaut wurde, um möglichst fotorealistische Grafiken zu erzeugen. Warum ist das so besonders geil? Im Endeffekt könnte man damit einfach ein normales Spiel rendern, okay? Es muss nicht mal besonders gut aussehen, man könnte ja jede Grafik dafür benutzen und dann mit Hilfe eines neuronalen Netzes vielleicht das Ganze so weit realistisch aussehen lassen wie hier. Das bedeutet, eure Grafikkarte würde sogar entlastet werden, weil man ja gar nicht so viel braucht und ein neuronales Netz würde daraus dann echte fotorealistische Grafik machen. Man könnte sozusagen mit weniger Rechenleistung mehr erreichen. Klar, so ein neuronales Netz, das braucht auch Zeit zum Rechnen. Aber ihr wisst, wie das bei Nvidias DLSS gelaufen ist. Man hat da im Endeffekt schneller eine höhere Auflösung erreicht mit einer KI und teilweise sogar noch bessere Qualität als ohne bzw. von Hand gerechnete höhere Auflösung. Das heißt, die KI war hier sogar schneller als die Auflösung selbst zu berechnen. Und das könnte vielleicht sogar wirklich die Zukunft des Gamings sein, dass man fotorealistische Grafiken mit einer künstlichen Intelligenz erzeugt, basierend auf einem Spiel, das eigentlich gar nicht so geil aussah. Das finde ich definitiv es erwärmt mein Gamerherz, okay? Es wäre so geil, mal die ganzen Spiele mit fotorealistischer Grafik zu zocken. Und wir bleiben nochmal bei den KI-News, allerdings in Kombination mit den Politik-News. Und hier hat die FDP einen Antrag vorgebracht, der jetzt angenommen wurde, und zwar bezüglich des autonomen Fahrens. Das bedeutet Autos, die auf Stufe 4 autonom fahren, sprich jemand, eine technische Aufsicht, ein Fahrer sozusagen, muss da sein, muss aber nicht selbst fahren. Das heißt, das Auto darf wirklich komplett, ohne dass man etwas tut, von selbst fahren und ja, der Fahrer muss einfach nur da sein, falls was schief geht. Das wird ja schon seit einer Weile dann tatsächlich auch getestet, zum Beispiel an Messen, wo man einfach nur Leute hinterherfährt oder an Flughäfen. Und jetzt ist es tatsächlich offiziell, jetzt darf das weiter erforscht werden und jetzt darf das auch dann bald mal ausgebaut werden. Updates sollen per, Update-Funktion eben kommen, also automatisch. Und das hört sich zumindest sehr spannend an. Allerdings besteht natürlich auch Kritik dabei, vor allem, dass der Datenschutz zu kurz kommt oder aber auch, deswegen haben sich übrigens die Grünen enthalten, oder aber auch, dass man vielleicht, also das ist jetzt von meiner Seite, dass man da vielleicht nicht so sehr auf die Sicherheit achtet. Da muss man natürlich sehr, sehr, sehr stark drauf achten, denn hier ist IT-Security gleich Safety. Im Englischen gibt es da so einen Unterschied, im Deutschen nicht, aber man meint mit Safety eigentlich den wirklichen Schutz von Menschenleben. Und hier in diesem Fall ist das tatsächlich allen dasselbe. Denn wenn so ein selbstfahrendes Auto gehackt wird, dann kann das übel enden. Okay, und hier nochmal ganz kurz auch zu den Politik-News. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Artikel 17 ist beschlossen worden. Das bedeutet, Upload-Filter müssen eigentlich kommen und ja, wir werden darunter leiden. Ich als Content Creator wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als ihr, aber jeder, der eine Webseite veröffentlicht, wird darunter leiden. So sieht es zumindest aus. Ich plane hierzu allerdings noch ein separates und ein bisschen mehr detailliertes Video, vor allem aus der technischen Sicht, was man jetzt machen kann und was wahrscheinlich sein könnte, denn ich stehe, wie ich schon gesagt habe, mit den Leuten eventuell in Kontakt, das weiß man ja tatsächlich aktuell noch nicht so richtig, die sich darum kümmern dürfen dann am Ende, das heißt, ich darf den Shit dann auch entwickeln. Yeah! Und bleiben wir doch gerade mal bei den politischen Kompetenzen der CDU, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab ja eine sogenannte Wahlkampf-App der CDU, die Connect CDU, und
Was im Endeffekt der komplette Sinn der App war, man meldet sich dort an und geht wirklich als Helferlein der CDU im Namen der CDU bei anderen Leuten an die Haustüre und macht Werbung. Man muss dann in der App eintragen, mit wem, an welcher Straße, wo genau und um wie viel Uhr, über was man geredet hat. Das sind ziemlich sensible Daten, die nicht derjenige, mit dem da geredet wurde, einträgt, sondern derjenige, der die Klinke geputzt hat. Sprich, derjenige trägt dann ein, wer da eigentlich drin war. Jetzt ist da erstmal die Rechtsgrundlage nicht so ganz klar gewesen, was da eigentlich für Daten hinten dran stehen. Und das hat sich auch ein Sicherheitsforscher gedacht. Und der hat das ganze Ding mal ein bisschen genauer analysiert und hat rausgefunden, die API ist dank Nicht-Zertifikaten-PIN relativ leicht auffindbar und über die API ließen sich tatsächlich alle Sachen einfach auslesen. Sprich, er konnte von ca. 18.500 Wahlkampfhelfern die E-Mail-Adresse, Fotos, Facebook-Tokens und so weiter und so fort einfach auslesen. Das ist nicht gerade positiv und ja, wirft noch ein schlechteres Licht auf die Wahlkampf-App, als man ohnehin schon vermuten würde. Doch ihr wisst, wie das ist. Der Fail der Woche muss natürlich begleitet werden vom Win der Woche. Und das Tolle dabei ist, er kommt von Google und er beschützt eure Passwörter. Das bedeutet, Google hat ja so eine Passwort-Speichern-Funktion. Das ist wie eine Art Passwortmanager, nur eben von Google. Kann jeder selber darüber urteilen, ob er jetzt Google seine Passwörter anvertrauen möchte oder nicht. Aber ich finde, es ist ein gutes Feature, wenn Google euch warnt, ob eure Passwörter direkt geleakt wurden. Das könnte auch als Vorbild für andere Passwortmanager dienen. Das heißt vielleicht auch bald in deinem Passwortmanager. Was im Endeffekt passiert ist folgendes. Nehmen wir an, ihr speichert euch das Passwort von zum Beispiel Facebook oder Instagram bei euch in eurem Google-Konto. Dann wird zum Beispiel irgendwann mal eure E-Mail-Adresse oder euer Passwort in einem Leak gefunden. Das bedeutet, es wird eine Datenbank veröffentlicht, die Hacker haben das dann. Dann merkt der Webseitenbetreiber das, also sagen wir, ihr habt euch mit demselben Benutzernamen Passwort auch noch bei Twitter angemeldet. Und Twitter sagt dann, okay, wir wurden gehackt, hier bitteschön, das sind die Daten, die abhanden gekommen sind. Dann kann Google, Have I Been Pawned macht das übrigens auch so, können dort nachgucken, ist eure E-Mail-Adresse da drin und ist euer Passwort da drin in den geleakten Daten. Und falls das so ist, werdet ihr gewarnt. So, das hat Have I Been Pawned natürlich schon lange und dort kann man das auch einfach jederzeit nachgucken. Der Punkt ist allerdings, Google bietet euch jetzt auch die Möglichkeit, Passwörter direkt zu ändern über den Google Passwortmanager. Das ist eine ziemlich interessante Funktion. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert im Hintergrund, aber im Endeffekt bauen die für euch sozusagen eine Schnittstelle zu der jeweiligen Website, also in dem Fall zum Beispiel Facebook, und ihr könnt dann einfach bei Google sagen, ich würde gerne dieses andere Passwort verwenden oder zum Beispiel ein sicheres vorgeschlagenes Passwort und es wird direkt bei Facebook geändert. Das ist eigentlich ziemlich smart. Es ist nicht ganz so geil, dass die Daten bei Google liegen, da gebe ich euch recht. Aber die Funktion würde ich mir eigentlich für jeden Passwortmanager wünschen und vielleicht kommt das ja dadurch bald. Erinnert ihr euch noch an den Hack der Woche von letzter Woche? Das war tatsächlich eine große Sache und hat sich zu einem richtigen Darknet-Krimi entwickelt, der einiges geändert hat in der Industrie. Und ja, wir wollen das heute ganz kurz in den Darknet News noch uns angucken. Und zwar, Folgendes ist passiert. Zunächst einmal kurzes Wrap-up, was war eigentlich letzte Woche oder vorletzte Woche? Und zwar eine US-Öl-Pipeline wurde gehackt. Eigentlich eine der größten, denn sie hat 45% der gesamten Ostküste mit Öl versorgt. Jetzt ist da allerdings eine Ransomware draufgekommen und erpresst, also erstmal verschlüsselt sie natürlich alle Dateien, erpresst die Betreiber, dass sie doch bitte ein Lösegeld zahlen sollen, ansonsten kann man hier leider die Datei nicht wiederherstellen. Upsi. Ja, was genau bedeutet das? Naja, die Ölpipeline hat sich dafür entschieden, einfach den Service komplett einzustellen. Dadurch sind natürlich Ölpreise überall gestiegen auf der ganzen Ostküste und es gab eine Knappheit. Ziemlich böse, denn dadurch mussten auch viele Trucker Überstunden machen ohne Ende. Es gab weniger Ruhezeiten für die und so weiter und so fort, weil sie eben Umwege fahren mussten. Das ist alles gar nicht so angenehm gewesen. Und deswegen hat jetzt tatsächlich der Betreiber der Ölpipeline gesagt, wir bezahlen dieses Lösegeld. Das waren tatsächlich jetzt 4,4 Millionen US-Dollar und das, obwohl eigentlich das FBI bzw. die Behörden verbieten, dass Lösegeld an Ransomware-Gruppen gezahlt wird. Warum wird das verboten? Naja, ganz einfach, wenn man bezahlt, dann motiviert das natürlich die Ransomware-Gruppen dazu, noch mehr zu hacken und dadurch noch mehr Geld zu bekommen.
Also verbietet man eigentlich das zu bezahlen und muss halt mit den Konsequenzen leben. Man tut einfach so, als wäre es halt einfach keine Lösegeldforderung gewesen, sondern als wäre es ein ganz normaler Hack gewesen und die wollten einfach nur Schaden anrichten. Dadurch haben natürlich die Ransomware-Betreiber kein Geld und vielleicht sind sie dann auch weniger motiviert, irgendwas zu tun. So, jetzt warum ist es ein Darknet-Krimi geworden? Nun, tatsächlich hat die Gruppe DarkSide sich zu diesem Hack geäußert und hat gesagt, das war ein großes Upsi, wir wollten das eigentlich gar nicht. Und tatsächlich nutzt DarkSide eine Ransomware von Revil. Das ist quasi Ransomware as a Service. Also ihr könnt euch das so vorstellen, man mietet sich die Ransomware und verteilt die auf verschiedene Systeme und erpresst dann die Betreiber, sozusagen. Und Revil hat allerdings hier schon einige Restriktionen dabei stehen. Und zwar, man darf diese Ransomware eigentlich nicht für alles benutzen. Zum Beispiel, alles was im Gesundheitswesen ist tabu, laut den Richtlinien von Revil, also von der Ransomware. Alles was irgendwie Government ist, also regierungsbezogen ist eigentlich auch tabu für diese Ransomware. Revil sagt, wenn man sich nicht an diese Richtlinien hält, dann wird einfach direkt der Dechiffrierschlüssel, also quasi der Decoder, der Decrypter, die Entschlüsselung, um das Ganze wieder rückgängig zu machen, direkt einfach an den Betreiber gesendet. Und dadurch hat man ja eigentlich auch dann quasi keinen Vorteil mehr, wenn man diese Ransomware verwendet. Deswegen soll man sich bitte an die Richtlinien halten und ansonsten wird man auch direkt aus dem, aus dem Account oder sowas rausgeschmissen, der Ransomware-Betreiber. So, das heißt, ein bisschen Moral scheint da zumindest dabei zu sein. Jetzt, diese Ölpipeline, die ist ja eigentlich nicht staatlich gewesen und sie ist eigentlich auch nicht Healthcare. Deswegen hat Revil jetzt hier tatsächlich gesagt, ey, zu hart an der Grenze. Das ist eine zu kritische Infrastruktur. Wir wollen keinen Stress mit den Behörden haben. Also Stress im übermäßigen Sinn. Natürlich gehen die Behörden dagegen vor, aber eben nicht übermäßigen Stress, weil es eben kritische Infrastruktur getroffen hat. Und die Ölpipeline zählte zu diesen kritischen Infrastrukturen. Und Revil hat jetzt tatsächlich sich dafür entschuldigt. DarkSide hat sich dafür auch öffentlich mehr oder weniger entschuldigt auf einer Webseite und hat gesagt, es war eigentlich so nicht geplant. Wir wussten nicht, was da eigentlich für ein großes Ziel dahinter steckt. Hier, bitteschön, habt ihr den Schlüssel. Die 4,4 Millionen haben sie allerdings trotzdem bekommen. Und tatsächlich geht das Ganze sogar noch ein bisschen weiter. Tatsächlich hat DarkSide einen Großteil der Server, auf die sie eigentlich immer Zugriff hatten, verloren. Die wurden einfach quasi beschlagnahmt. Das bedeutet, die Hacker sozusagen selber haben sich, haben ihren eigenen Serverzugriff verloren. Darunter natürlich auch die Payment-Sachen, also das Geld. Darunter aber auch die Möglichkeit, die jeweiligen Sachen zu entschlüsseln. Das ist ziemlich tragisch, denn man kann jetzt quasi nichts mehr machen. Sie haben quasi in einem Forum gepostet, dass sie das Ganze gerne irgendwie rückgängig machen würden, aber sie können halt einfach nicht. Und teilweise wird jetzt hier vermutet, dass eben der Macher von dieser Ransomware, also Revil, eigentlich jetzt hier ihre Server einfach übernommen hat, damit sie eben keinen Mist mehr machen. Tatsächlich hat sich DarkSide schon öfters mit ein bisschen Skrupel gezeigt und tatsächlich Geld auch an Wohltätigkeitsveranstaltungen gespendet, allerdings wurden die nicht angenommen. Ja, also ihr seht, das Ganze ist scheinbar gar nicht so unkompliziert und die Ransomware-Betreiber scheinen doch ein bisschen Skrupel zumindest zu haben. Ein Glück für uns, denn unser Healthcare-System ist jetzt nicht gerade, also unser Gesundheitssystem ist nicht gerade gut abgesichert. So, und bei den nächsten beiden konnte ich mich nicht ganz entscheiden. Wir haben noch den Bericht der Woche, das ist jetzt die zweite, und wir haben noch diese hier. Das ist der Aufreger der Woche. Beides ist ein bisschen Aufreger, beides ist ein bisschen Bericht der Woche. Aber ja, es geht um Folgendes. Wir haben ja ein Paper von der Regierung bekommen, dass Deutschland digitaler werden soll. Das hatte ich ja schon mal vorgestellt. Und der Punkt war ja auch zum Beispiel, dass natürlich dann auch die Regierungsform digitaler werden muss und die Self-Governance. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt gewesen bei meinem Video in Richtung CDU. Der Punkt ist, dazu gehört auch natürlich ein digitaler Ausweis. Und wir haben den E-Ausweis, das ist klar. Das Wichtigste dabei ist natürlich, wenn wir so einen E-Ausweis haben, müssen wir ihn auch benutzen können. Und das war bei vielen Webseiten das Problem. Man brauchte so ein extra Lesegerät und man musste dann noch irgendwas separat machen. Die Website musste es unterstützen. Im Endeffekt, kaum jemand benutzt das Ding, kaum jemand hat es aktiviert. Jetzt sieht es allerdings so aus, 200.000 Mitarbeiter haben von Deutsche Bahn etc. haben schon den digitalen Ausweis als App auf dem Smartphone testen dürfen.
das finde ich eine ziemlich coole Sache. Und ja, es wurde auch tatsächlich relativ sicher gelöst. Zumindest hat der CCC das analysiert und hat da zumindest nichts allzu Gravierendes erstmal gefunden. Da ist natürlich mehr als eine Analyse, die da kommen muss, aber freut euch nicht zu früh, denn ihr könnt das Ding gar nicht selber benutzen. Außer ihr habt ein Samsung S20, denn ansonsten hat kein einziges Handy das Hardware Security Module, das dazu gebraucht wird. Das bedeutet, der CCC hat ja auch gewarnt, man macht sich von den Herstellern der Technologie abhängig und ich persönlich würde mir kein Samsung holen. Also einfach nur, weil ich die Sachen nicht mag, nicht weil ich irgendwas dagegen habe, okay? Ich will jetzt hier keine Marke oder sowas in den Dreck ziehen, aber es ist einfach nur nicht meine Sache. Und ja, wenn man den Ausweis oder die Ausweis-App nur so benutzen kann, dann braucht eigentlich jedes Handy so ein HSM, so ein Hardware Security Module. Und das ist, wie gesagt, momentan noch ziemlich selten. Mal schauen, was sich da in den nächsten Jahren tun wird, aber bis alle dann so einen digitalen Ausweis haben, das wird noch ziemlich lange dauern. Vielleicht hätte man hier auf andere Hardware Security Modules vielleicht auch direkt im Ausweis selbst setzen können, aber das wird sich dann wohl noch zeigen. Okay, und im Bericht der Woche möchte ich über eine App berichten, und zwar die App Citizen. Das ist eine US-amerikanische App, die tatsächlich dazu führen soll, dass sich alle Bürger an der Strafverfolgung beteiligen. Was genau heißt das? Nun, sagen wir mal so, Citizen nutzt den Polizeifunk, den man einfach dann mithören kann oder die den Polizeifunk mithört und setzt Kopfgeld auf gesuchte Verbrecher, die irgendwas getan haben. Nutzer können dann hochladen, wenn sie Informationen haben, können zum Beispiel dann Fotos hochladen vom Tatort etc. etc. Und hier ist jetzt tatsächlich etwas passiert, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Und zwar, Citizen hat einen Mann beschuldigt mit 30.000 Dollar Kopfgeld, der soll einen Waldbrand angestiftet haben. Das war halt leider falsch. Und das bedeutet im Endeffekt, es wurde ein Kopfgeld auf eine unschuldige Person ausgesetzt und das im Namen der Polizei. Ist ein bisschen schwierig, das Ganze. Denn natürlich, wenn jemand so beschuldigt wird, dann werden Fotos von ihm hochgeladen, weil man möchte ja was von diesen 30.000 Dollar abhaben. Dann wird diese Person dann aber natürlich unter den 600.000 Nutzerinnen und Nutzern von Citizen auch berühmt gemacht sozusagen, denn ich meine 30.000 ist viel. Und dann ist der Ruf dieser Person absolut in Grund und Boden. Und die Polizei hat offiziell eigentlich überhaupt nichts in diese Richtung veröffentlicht. Diese Informationen stammen nicht von offiziellen Behörden, die sind tatsächlich einfach abgehört worden und könnten auch falsche Informationen sein. Citizen ist also eine App, die eigentlich privat ist, aber Leute dazu aufruft, jemanden festzunehmen quasi schon. Ich halte das Ganze für ziemlich schwierig, denn sowas kann wirklich nachhaltig ein Leben komplett ruinieren, denn wieder aufzuklären, dass das gar nicht so war und dass es falsche Informationen sind, das ist nicht so einfach und das haben wir auch schon häufiger mitbekommen, dass manche Leute einfach verfolgt werden, obwohl Sachen gar nicht stimmen. Deswegen bitte ich euch auch hier nochmal, wenn euch jemand was erzählt, auch ich zum Beispiel, da können Fehler dabei sein. Das ist einfach so. Wir sind Menschen, ich bin keine KI, zumindest noch nicht, und ich mache auch Fehler. Jeder macht Fehler. Das heißt, wenn etwas passiert, dann forscht am besten selbst nach. Und deswegen lasst mich euch hier nochmal an die Quellen unten verweisen, wo ihr gerne selbst nochmal nachlesen könnt. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.